euch auf der Reise unseres Lebens. Ich will es zeigen in dem neuen Video. Es gab ja so eine Art Shitstorm, weil man uns und speziell Johnny und Wally, also unsere Mitfahrer, auf dem Vordeck sieht, bei relativ viel Wind, unangeleint und ohne Schwimmwesten. Wir wollten uns unbedingt dazu äußern. Jeder hier an Bord weiß, dass ins Wasser fallen keine Option ist und dass man da einfach extrem aufpassen muss. In den Situationen, wo man uns sieht, wie wir auf dem Vordeck unangeleint rumstehen, da war das Boot einfach ruhig genug, um mit wenig Risiko das Deck zu betreten. Und man muss auch einfach bedenken, die Aria ist einfach ein Riesenboot, es ist mega breit und da hat man einfach sehr viele Möglichkeiten, um sich gut festzuhalten. In den Fällen, wo wir wirklich angeleint vorne sind und wo die Situation kritisch ist, in denen wird meistens auch nicht gefilmt. Und wenn, sind dann auch nur Vincent und ich vorne auf dem Vordeck und von den anderen hat noch nie jemand dann in den Situationen das Cockpit verlassen. Wir nehmen uns eure Kritik auf jeden Fall zu Herzen, haben auch nochmal aufgrund von euch da lange drüber nachgedacht. Für uns ist es keine Option, jetzt dauerhaft Schwimmwesten zu tragen. Das klaut einem einfach so ein bisschen diese Freiheit und es macht keinen Spaß im Alltag auf dem Boot. Aber in der einen oder anderen Situation mehr. Die mal auszupacken ist sicher nicht schlecht und ich denke, wir werden in Zukunft auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr drauf aufpassen. Es sollte sich aber auch niemand ein Beispiel an uns nehmen. Jeder sollte die Situation auf seinem Boot, aus seiner Erfahrung selbst bestimmen können und selber das Risiko abschätzen und entscheiden, trage ich jetzt eine Schwimmweste oder keine, leine ich mich an oder leine ich mich nicht an. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Atlantik Teil 4. Viel Spaß! Mittlerweile sind wir 10 volle Tage auf See. 10 Tage ohne Land. 10 Tage immer die gleichen 3 anderen Personen. 10 Tage ununterbrochenes Schaukeln. Es hat sich eine Art Alltag entwickelt. Aufstehen, frühstücken und dann muss man sich damit abfinden, dass die nächsten Stunden nichts passieren wird. Man hat fast keine Aufgaben. Ab und zu aber wird dieser monotone Alltag unterbrochen von einem unvorhersehbaren Ereignis. In einer Nacht fahren wir zufällig an einer uns bekannten Yacht vorbei. Wie geht's euch? Wir schleifen sie um fast 200 Meter, was einem Sechser im Lotto gleichkommt. In einem anderen Moment rattert die Angel und wir ziehen einen Fisch raus und genießen die 20 Minuten Abwechslung, die daraus resultieren. Gut gemacht? Ja, geile Filets sind das geworden. Die machen wir jetzt so zu kleinen Häppchen, braten die an und dann mit so scharfen Soßen, das könnte ganz geil werden. Gut. So, wir haben jetzt die 2 Soßen und die 2 fetten Schüsseln Fisch. 3 Soßen, einmal Sojasauce noch. Auf jeden Fall ein Festschmaus und wir snacken das jetzt da so raus. Manche der unvorhersehbaren Ereignisse sind aber auch nicht so erfreulich. Was würde zum Beispiel passieren, wenn sich einer von uns mitten auf dem Atlantik verletzt? Wir sind keine ausgebildeten Ärzte oder Sanitäter. Wir können vielleicht mal einen kleinen Schnitt nähen oder einen Bruch grob fixieren. Eine schwere Verletzung ist aber eine der gefürchtesten Unglücke auf so einer Überquerung, also Ruhe bewahren. Zum Glück sind die 3 Schnitte nur klein und Wally fängt gleich wieder das Scherzen an. Baby. Und da habe ich mir gedacht, yo, fass doch mal einen Windgenerator. Probier's das mal aus. Weil der dreht sich so schön schnell und da passiert sicher was ganz Witziges. Die Carbonblätter Und die Carbonblätter, die sind so schön scharf und so schnell. Und da habe ich mal kurz reingegrabt. Und das Resultat kam auch direkt, ne? So, da ist Amazon Prime nichts dagegen. Das kam so schnell an, das Resultat. Das ist für uns eine Riesenerleichterung. Nochmal Glück gehabt. Aber die Finger hätten auch ab sein können. Also wieder Alltag. Segel verändern, essen und trinken, wieder Segel verändern, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, wieder etwas essen, vielleicht nochmal die Segel verändern und schlafen. Tag hatten, glaube ich.
erkundigen uns wieder nach dem Wetter. Die Vorhersage der Wetterwelt freut uns. Viel Sonne, gleichbleibender Wind, geringe Squall-Gefahr. Also wieder das große Segel raus und wieder übers Wasser flitzen. Wir haben unsere Segeldecker darüber doch wieder durch den Oxley getauscht. Wir haben zwar jetzt immer noch bis 20 Knoten Wind und das ist eigentlich schon viel für ein Leichtwindsegel, aber es macht einfach Spaß. Wir sind ruhig und wir sind aber nicht schnell. Aber es war ein Act, ihn hochzuziehen. Es war gar nicht so easy da. Das ist dann doch ein Aufwand. Und man muss wirklich alles haargenau planen und aufpassen, dass man da nichts verkehrt macht, weil sonst geht er halt kaputt. Aber es hat das super geklappt. Vorne haben wir noch eine Rolle hingemacht, damit es schön umgeleitet wird. Und der steht Bombe da. Passt. Auch der Mikroplastikfilter kommt wieder ins Wasser. Der Filter ist zwar sehr schlecht, trotzdem ist die Menge an Plastik, die wir finden, erschreckend. Rechnet man jetzt die gefilterte Menge Wasser und das gefundene Plastik auf die gesamte Fläche des Ozeans hoch, bekommt man ein erschreckendes Bild der Ausmaße der Meeresverschmutzung. Wenn man dann noch bedenkt, dass der Ozean 4000 Meter tief ist und wir lediglich die ersten 25 cm abkratzen, wird es nochmal viel ernüchternder. Natürlich wissen wir bereits, dass es Mikroplastik gibt und viele andere haben das schon gemessen und andere haben schon Lösungen. Aber wir sehen das zum ersten Mal mit unseren eigenen Augen und sind sprachlos. Die Tage auf dem Atlantik neigen sich dem Ende zu. Wir werden zunehmend von Vögeln begleitet, die Seegrasfelder werden mehr und das Wasser hat eine Temperatur von 28 Grad. Der letzte Abend, die letzte Nachtfahrt. Geplante Ankunftszeit 5 Uhr früh. Der erste Blick aufs Land, die ersten Lichter am Horizont und die Ankunft ist zum Greifen nah. So leicht soll es aber nicht sein. Irgendwas musste noch passieren. Lobe den Tag nicht vor den Abend. Das haben wir ja schon bei der Eira gelernt. Unser Motor springt zwar an, aber der elektrische Gashebel ist korrodiert. Kein Signal kommt beim Motor an. Wir können nicht einkuppeln, kein Gas geben und somit nicht Motoren. Mit der Ankommenseuphorie ist es erstmal komplett vorbei. Die Stimmung ist ziemlich am Boden. Während Tim gerade noch am Gashebel tüftelt, geht über Barbados gerade die Sonne auf. Ja, ich hab's geschafft. Der Hebel funktioniert wieder. Wir können wieder Gas geben. Ich habe ihn einfach mit Alkohol sauber gemacht und das war einfach saublöd. Wieso ist das Ding nicht salzwasserfest oder nicht wasserfest? Also da kommt Wasser rein und sobald da Wasser drin ist, korrodiert er und ja. Aber er ist jetzt wieder sauber und geht wieder. Wir bauen jetzt unser Bananaboot auf und wagen uns das erste Mal seit 2,5 Wochen an Land und holen die Males dann wahrscheinlich auch schon ab. It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it.